Stefan, guten Tag. Holger. Du, ich komme gerade aus der Zukunft. Ich komme gerade hier reingebogen. Du kommst aus der Zukunft? Guck mal, man sieht es mir doch an. Egal. Ja. Aber in der Zukunft habe ich herausgefunden, React macht man da nur noch so am Rande. Aha. Ja, Next.js macht man dann nur noch. Next.js ist so ein Ding. Kennst du das? Kenn ich, aber ich bin gespannt, was du mir dazu erzählst. Da möchte ich dir was drüber erzählen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Papalapap. Papalapap. Ja, Leute, hallo. Wir stolpern hier in die neue Folge rein. Hallo Stefan. Hallo Holger. Wir machen heute mal wieder einen kleinen Ausflug in unsere Reihe Speed Date. Es geht um Speed Dates heute wieder. Speed Date with a Lip. Aber heute geht es um einen alten Bekannten. Nachdem wir jetzt mit Solid und HTMX, ich glaube, das waren die beiden. Da waren wir so ein bisschen auf unbekannterem Terrain unterwegs. Terrain, wie man so schön sagt. Und heute geht es um Next.js. Um Next.js? Heute geht es um Next.js. Next.js, wir haben darüber in dem Meta-Framework, in unserer Meta-Framework-Folge hier oben, haben wir darüber gesprochen. Du meinst Transitional Apps? Genau. Die verlinke ich euch nochmal. Da gab es ja diese Folge, wo Rich Harris was erzählt hat. Und da haben wir damals auch schon erzählt, Next.js ist so der Platzhirsch. Haben das dann aber so ein bisschen stehen lassen. Also, Next.js. Wir reden also von React. React ist ja Framework, Bibliotheksdiskussion. Um es ganz kurz zu machen, bei der Bibliothek habe ich mehr Freiheit als beim Framework. Um das jetzt mal so ganz grob zu befassen. Allerdings liefert mir so ein Framework auch mal schon so ein paar Leitplanken, die ich vielleicht beim Entwickeln haben möchte, aber vielleicht auch nicht. Und viele mögen bei React, dass es eben nur eine Bibliothek ist und ich da eigentlich alles machen kann, was ich möchte. Unter anderem, ich kann auch damit schon Server-Side-Rendering machen. Das geht da auch schon. Allerdings ist jetzt so die Behauptung auch von den React-Leuten selber, dass ich, wenn ich denn React wirklich in Produktion betreiben möchte, sollte ich doch so ein Framework verwenden. Und das ist ja schon neu, ne? Das ist neu, das ist erst was von diesem Jahr, das ist auch irgendwas, was ich weiß es nicht, ob wir das in einer Speed-Date-Folge diskutieren. Ja. Das ist ein bisschen kontrovers, da machen wir nochmal eine extra Folge. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich möchte eigentlich auf den Punkt hinaus, der Default von Next.js ist erstmal Server-Side-Rendering. Wo React selber erstmal im Client anfängt, bin ich bei Next.js gedanklich auf dem Server. Das wird noch mit dem App-Router wird das dann noch ein Stück mehr. Aber der Vorteil von Next.js oder das Ding von Next.js ist, dass ich auf meinem Server schon meine Seiten, meine App-Teile vorrendern kann. Nicht muss, aber kann. Wie sieht denn so eine Next.js-App aus? Ich habe hier mal ein kleines Beispiel habe ich hier mal. Ich habe den Papalapap-Shop. Habe ich mal in ganz basic Next.js gebaut. Gefällt dir das, Stefan? Schön. Ja, es sieht gut aus, oder? Aber ich bin froh, dass du da unser Logo noch reingenommen hast, weil ja? Das ist jetzt wirklich, da gibt es eigentlich nichts mehr zu verbessern. Oder? Genau, ja. Also wir haben jetzt hier einen Shop, wir haben ein paar Produkte. Es gibt einen Staubsauger und einen Mähdrescher. Wir haben ein paar Favoriten, so Favorite Brands, Bedidas und Tiger. Und so ein paar News haben wir auch noch hier. Das ist die Anwendung. Ich denke, die kann so in Produktion gehen. Schauen wir uns das mal an. Wie sieht denn so eine App aus? Ja, es ist im Default. Das ist jetzt fast ein bisschen gelogen. Es war bis vor kurzem, war es üblich, dass meine Applikation hauptsächlich lebt in einem sogenannten Pages-Ordner. Das heißt, Seiten, in diesem Fall, ihr habt es gesehen, wir haben eine Index-Seite, wo ich die einzelnen Seiten meines Shops verlinke, über, so einen Link-Tag. Und eine Seite, das ist eine Konvention, in diesem Fall News TSX oder Products TSX, die mappen dann auf gewisse Verzeichnisse.
Das klappt. Ich würde einfach sagen, 90% der Fälle klappt das wunderbar. Man hat hier natürlich noch die Möglichkeit, auch gewisse Substrukturen noch zu machen. Gewisse dynamische Teile kann ich. Da gibt's dann diese eckige Klammer, runde Klammer, Syntax. Wir haben gerade schon das klingt doch alles jetzt erstmal nach, naja, der Router ist erstmal anders. Wir unterscheiden bei klassischem Next.js, noch nicht bei React Server Components, zwischen SSG, Server-Side Generated Content, SSR, Server-Side Rendered Content und, wie heißt denn der SPA, das normale Client-Side gerenderte, hat das auch einen Namen? Client-Side gerendert. Client-Side Rendered. Und das ist relativ einfach umzusetzen. Also wir haben jetzt hier in Next.js, ich habe mal so ein Beispiel gebaut. Ich kann, also meine Favoritenseite, die jetzt hier, da sie Favorites heißt, im Pages-Ordner ist, auf /favorites mappt. Diese Seite ist eine ganz normale React-Seite. Das ist das, was wir in unserer Transitional Apps-Folge hatten. Ich kann pro Route entscheiden, bin ich eine SPA, bin ich eine statisch generierte Seite oder bin ich eine Server-Side generierte Seite? Das macht Next.js hier quasi prototypisch. Hab hier in so einem Favorites, in unserer Favorites-Seite ich fetche hier im Use-Effekt und lade die Daten, also so ungefähr so, wie ich das auch in meiner SPA machen würde. Dann gucken wir uns mal das an. Wenn ich so eine Methode getServerSideProps angebe, ist es so, dass wenn ich im Browser die Produktseite lade, geht der Request auf den Server, meine getServerSideProps-Methode wird aufgerufen und diese Props, die hier generiert werden, werden in meine Komponente initiiert. Ja. Grundkonzept ist Request, ich generiere meine Seite, also in diesem getServerSideProps mag dann vielleicht noch ein Datenbankzugriff stattfinden oder was auch immer. Genau, also die Daten werden quasi runtergereicht an den Client und die Seite wird auch auf dem Server schon mal einmal gerendert. Das ist richtig. Das heißt, ich bekomme also auch schon vorgerendertes HTML. Der dritte Fall, den wir haben, ist statische Generierung, SSG. Das ist interessant, das kennt man vielleicht noch nicht. Das sorgt dafür, dass zur Bildzeit bekannte Daten definiert werden, ausgelesen werden und meine Komponente diese Daten schon zur Bildzeit bekommt. Wenn wir jetzt ein Bild ausführen würden wir wirklich sehen, da liegt dann nachher eine HTML-Seite. Das können wir ja durchaus auch mal schnell tun. npm run build. Genau, wir sehen hier. Unten ist quasi die Legende und du siehst dann schwarz ausgefüllter Punkt ist Static Site Generation und der ist bei Products. Wir können uns das Ganze jetzt mal angucken. Pages, genau, Server, Pages. Und dann siehst du, dass da zum Beispiel eine Products HTML liegt. Ja. Ach so, interessant. Ja, okay, gut. Da sehen wir es ja schon dann. Okay. Ja, interessant. Ja, guck, oben siehst du halt das HTML. Es ist wirklich schon gerendert. Also wir sehen die List-Items und unten sehen wir dann, wie die Daten für die Hüterierung an den Client runtergegeben werden. Finde ich auch spannend, dass man so sieht. Ja. Das, genau. Kommt das genauso über die Leitung? Wir gucken uns das jetzt mal an. Und das Response ist wirklich das kommt so über die Leitung. Das ist interessant. Komm mal eine Sekunde zurück. Wir sind schon mitten im Detailland. Next.js. Ich kann sehr viel auf dem Server generieren. Ich kann aber auch ganz klassisch meine SPA damit bauen. Muss man kurz sacken lassen. Also ich kann letztendlich, wenn wir uns jetzt anhören, die React-Leute behaupten jetzt, verwendet bitte gerne nicht mehr Create React App, was ja seit ewig und 3 Tagen nicht mehr aktualisiert worden ist. Kann es durchaus auch eine Idee sein, in gewissen Kontexten vielleicht einfach Next.js als meine Runtime zu nehmen, aber damit trotzdem nur SPAs zu bauen. Okay. Fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn die sagen, der Default ist alles Server-Side und wir machen es dann doch nicht.
als ob ich gegen das Framework kämpfe. Ja, also es ist ja durchaus so, dass Next.js dann noch Sachen optimiert. Möglicherweise werden dann auch gewisse Sachen am Server gerendert, obwohl ich da, also im Zweifelsfall ist es mir dann fast egal. Also sobald ich dann ein Set-State oder ein Use-State oder ein Use-Effekt in der Komponente drin habe, dann und ich dann explizit sage, naja, komm, am Client, ist es mir dann einfach egal. Also das ist, es kann, also ich kann mit Next.js, das ist jetzt meine Behauptung, ich habe es auch schon gemacht, SPAs oder SPAs bauen oder Teile der Anwendung halt damit machen. Und das finde ich ganz nice. Ja. Wir haben noch das Thema vielleicht Image-Optimisierung. Image-Optimisierung. Hier, ich hab ja keine Kosten und Mühen gescheut, dieses Logo hier einzubauen. Mhm. Was dann passiert ist, ganz kurz, der kleine Teil schaut sich an, wie groß ist denn meine Umgebung wirklich und fordert dann entsprechend das Image in einer entsprechenden Auflösung oder in einer entsprechenden Größe an. Sowas kann das Ding tun. Sondern das kann noch konvertieren. Also ich glaube, dass das auf die Serverlogik kann das Bild noch konvertieren. Das ist jetzt für den Papperlapapp-Shop nicht so relevant. Das kann für eine E-Commerce-Seite aber schon relevant sein, dass du irgendwas hast, was sich schon selber um Bildoptimierung kümmert. Aber nur mal Interesse halber, kannst du mal einmal das HTML zeigen, was er generiert? Also ob er jetzt ein Source-Set generiert, das würde mich interessieren, weil das ist ja eigentlich das, was HTML für den Fall vorsieht. Doch hier, Source-Set. Ach doch, hat er doch. Ja, okay, dann verstehe ich es eher. Dann verstehe ich es schon eher. Ah, doch, warte mal, hier sieht man doch schon was. Okay, ja gut, dann vielleicht kann er dann das automatisch. Okay, das heißt, er kapselt da so ein bisschen was von mir weg. Aber macht dann trotzdem HTML-standardkonforme Dinge, was ich schon da gut finde. Ja. Ja. Deployment. Ich muss beachten, ich brauche einen Node auf dem Server. Das stimmt nicht ganz. Ich kann auch ich könnte theoretisch meine Applikation auch exportieren. Das ist nur ein Trampelpfad abseits der. Was bedeutet exportieren? Also brauche ich dann keine Server-Anwendung mehr und habe eine reine SPA oder habe ich dann eine statisch gerenderte Seite? Dann habe ich eine statisch, ich habe dann eine das oder das? Ja. Ich habe dann eine statisch, ja genau, also It was at this moment that he knew. He fucked up. Nur mein SPA-Teil bleibt übrig. Okay. Ja. Also habe ich eine SPA und keine statische Seite. Ja, eine SPA besteht ja auch aus HTML. Okay, HTML-Teil ist ja statisch. Also ich dachte jetzt im Sinne von alles statisch generiert, kein JavaScript. Doch. Also nur, wenn ich keinen Server mehr habe, kann ich auf dem Server auch nichts laufen lassen. Deswegen, ja. Das verstehe sogar ich. Ja, das ist nur etwas abseits der Lass uns mal kurz neu an. Deployment. Deployment ist, ich sage mal, üblicherweise einen Node auf dem Server. Stimmt nicht ganz, machen wir ein Sternchen dran. Da gibt's Mittel und Wege, doch das anders zu tun. Trampelfahrt außerhalb. Ich kann zum Beispiel bei Vercel oder selber, Vercel, die bauen ja Next.js, oder bei Netlify kann ich das auch schön deployen. Ist möglicherweise im Enterprise-Kontext, so wie ich ihn kenne, jetzt nicht die üblichste Wahl. Sagen wir mal so, ich habe das jetzt auch schon im Einsatz gesehen, das jetzt zu tun, und es funktioniert ganz wunderbar. Stefan, würdest du Next.js einsetzen? Tatsächlich setze ich Next.js gerade in einem Projekt ein, weil wir genau, wie du gesagt hast, E-Commerce-Umfeld, und es ist besonders wichtig, dass wir für SEO-Zwecke schon serverside generierten Content haben. Und in vielen Fällen fühlt sich das sehr vertraut an, und manchmal ist das auch ein bisschen irreführend, finde ich, weil man dann doch über nachdenken muss, jetzt könnte ich ja auch auf dem Server sein. Aber wir sind noch nicht auf der neuen App-Router-Version tatsächlich. Ich bin gespannt, was sich da alles ändert. Aber da erzählst du uns ja beim nächsten oder übernächsten Mal was zu. Das ist richtig, ja. Ich bin in meinem aktuellen Umfeld
setzen wir auch Next.js ein in der neuesten, nicht ganz neuesten Variante. Ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt schon ziemlich viel. Ist schon ziemlich geil. Leute, wie geht's euch mit Next.js? Ist das für euch ein alter Hut? Setzt ihr das schon längst ein? Habt ihr das eingesetzt und schon wieder weggeworfen? Erzählt es uns. Wir sind sehr gespannt. Wir müssen unsere Filterblase da so ein bisschen angleichen. Oder seid ihr schon längst auf HTMX und Solid.js und Solid, wie heißt das? SolidKit? Svelte-Kit. Ja, wie heißt das von Solid? Man weiß es nicht. Ich nenne es SolidKit. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Pappalapapp. Pappalapapp. Das brauchen wir jetzt auch wirklich nicht für die Quick. Du hast aber gefragt. Nein, das war mehr so aus Höflichkeit. Das interessiert mich da überhaupt nicht.